proud of me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside
is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Herzlich willkommen. Ich bin Jacke und wir fliegen heute die dritte Mission der Iron Flag Kampagne von Baltic Dragon. Ich freue mich schon. Ich glaube, es wird immer härter von jeder Mission zu jeder Mission. Es wird immer schwieriger, aber wir lernen immer wieder was Neues. Was steht heute auf dem Trainingsplan? Lass uns kurz reinschauen. Situational Briefing ist weiterhin gleich geblieben. Wir sind immer noch Kermit, nicht der Frosch, sondern Kermit Armstrong, der Pilot von den Coast Airguard Idaho, der sich auf der A10C wieder trainieren lässt. Heute geht es darum, IFFCC Testmenü uns anzuschauen. Spannende Sache, kenne ich ein bisschen, aber nicht in aller Ausführlichkeit. Flight Plan Properties and Creation. Okay, kriegen wir hin. Denke ich, hoffe ich. Mal schauen. Adding Waypoints, interessant. Waypoint Attributes, ja. Navigation, DTTG und DTOT, das dürfte sein. Designated Time on Target und tja, DTG, schauen wir mal, ne? Weiß ich gerade noch nicht genau. Wofür dieses tolle Akronym wieder steht. Creating a new waypoint, ja. Haben wir gelesen. Natürlich haben wir das alles gelesen. Bis zur Seite 469, 480 natürlich haben wir alles gelesen. Okay, hier nochmal so ein bisschen der Prosa-Teil von unserem Charakter hier. Oha, 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 oha. Die Mission soll 2 bis 2,5 Stunden dauern. Naja, dann können wir uns ja schon mal direkt auf was gefasst machen. So, wir gucken mal. Was sagt denn das Wetter? QNH ist 29,85. Das können wir gleich mal einstellen dann im Cockpit. Rest, Base ist 4200, aber das ist eher scattered, da ist nichts großartig an Wolken hier. Gucken wir hier nochmal kurz in die anderen Seiten rein, ob da noch irgendwas Bemerkenswertes steht. Nö. Formation Specific. Und Mon ist Flight Lead oder fliegt als Lead, das bin ich. Just 1-2 wird uns folgen. Ist, glaube ich, alles soweit wie gehabt. Exakt die gleichen. Moment, was sind da für Frequenzen gerade? Achso, Guard Frequencies sind 243 und 125. 1215. Auch nichts Besonderes. Kurz mal Flightplan checken. So, losgehen tut es natürlich wieder in Nellis.
Waypoint 1, Moab, dann Richtung Waypoint 2, über Creech Air Force Base, Richtung Pahut, Waypoint 3, weiter hinaus, Waypoint 4, 5, 6 Container müssen wir umgehen, No-Fly-Zone für uns. Üblicherweise 7, 8, 9 zurück. Das scheint eine wirklich ziemlich lange Route zu sein. Lasst uns mal starten. So. Warten wir mal kurz, bis wir das Kommando kriegen, dass wir hier alles starten. Da ist es. Üblicherweise Battery on. Zack. Inverter on, Battery on. Und dann erstmal unser. Oh, hier direkt alle an. Und stimmt das auch schon mal. Haben wir alles an. Passt. Oh. Bestimmt eine Kiowa, die hier lang fliegt. Radio check, uniform. 5 out of 5, Kermit. Again, ops is calling ahead so we don't have to get startup clearance, so go ahead and grab ATIS and get the APU up and let me know when you're... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so besonders laut ist. Ich drehe einfach nochmal hier den... Ready for radio check using the frag frequencies, okay? Roger that, 335 on Fox, and what for Victor? Go 128 on Victor, okay, waiting for your mark. Drei, drei, fünf. Was sagen, üblicherweise muss ich da erstmal APU anmachen. Wie die anderen beiden Funkgeräte. Interessant. So. Radio check, Victor. 5-5. Good. We'll divert from the checklist again today, which is becoming the new norm, and we'll go through some more academics here in the chalk. So get your lights, AAP, CDU, IFC, KQ, MFCBs up, and start the alignment. We'll stop short of starting the motors. Yeah, copy. I'll let you know when ready. Dann machen wir das da erstmal. Ich fühle mich einfach sicher, wenn ich üblicherweise die Sachen mache, die ich sonst auch mache. Mein übliches Alignment und mein Workflow einfach auch stimmen. Ich muss jetzt gerade nur darauf achten, dass ich nicht die Triebwerke starte. In der Zwischenzeit können wir gleich mal die Channels eingeben, wobei ich eigentlich der Meinung bin. 230405. Visibility greater than 10 miles.
Pull up, pull up. Visual approach. Acknowledge receipt of information. Altitude, altitude. Aircraft type on first contact. So, nochmal ganz kurz gucken. Wo war nochmal? Nee, Direction Finder machen wir nicht. Builds. Wunderbar, mal ein kleines bisschen hier den Sitz mal runter machen. Ich sitze viel zu hoch. So ist besser. Passt. So, wenn ich gesagt, dass ich fertig sein muss mit meinem Alignment. Ich einfach sagen. Okay, all systems up and alignment is started. Ready to copy. Great. Here's the game plan for today. We're going to start with some useful options in the HUD setup, then we're going to move on to creating our flight plan. We'll briefly cover the waypoints and attributes, then we'll then take off and continue with other stuff like checking the attribute behavior in flight, playing with the HSI, creating mark points, and last but not least, changing the Aegir point. Ready? Yes, sir. Done. Right on. Alright, the HUD, I assume you have already finished the bit and switched on your IFC. You now use the HUD in one of 5 modes that can be changed by pressing the Master Mode control button on your stick. A-Firm, navigation, guns, CCIP, CCRP, and air-to-air. Good. Don't get carried away with the air-to-air part, though, as we'll be training on that mode in one of our upcoming sorties. Great. Can't wait. Let's first get back to the basics, shall we? Go ahead and put that IFC button back into the test or middle position, please. Done. Done. Okay, you'll notice that the HUD has changed. It is now displaying a series of menus. You can use these to configure the IFC system. In order to navigate through them, you'll use the UFC. With me so far? Yeah. Yes, ready to move on. So the select rocker switch changes the line selection up and down. Data cycles the line selection, and enter lets you select the line option. Go ahead and see how it works, and let me know when you're ready to move on. So, ich benutze jetzt gerade nicht die hier am UFC, dass ich da draufklicken muss. Ich habe mir die auf die Tastatur gelegt. Page Up und Page Down ist, oder Data Up und Down ist bei mir tatsächlich Page Up und Down. Select Up und Down sind bei mir die Pfeiltasten hoch und runter. Intensity habe ich nicht belegt, dafür habe ich aber die Steer Points hier belegt. Also man sieht das hier, ne? Links, der tippt links, rechts durch. Da kann ich die mit einstellen und das war's dann eigentlich auch schon. Die Press und Intensity für das HUD habe ich mir nicht belegt. I'm ready. Let's move from the top to the bottom of the list while going a bit deeper into some of the more useful options. The first line, called CCIP Consent Option, lets you choose the CCIP Consent to Release mode, which we'll cover more in detail when we get to drop some bombs. Copy. The next line is called BIT, or Built-in Test Menu. It is used to test several chosen IFC subsystems or all of them at once, like you already did in your normal startup. Alright. Third line is called AAS, or the air-to-air submenu. We will get into more details on the air-to-air training I mentioned before, but for now, suffice it to say that you use this menu to alter and select the gun funnel for air-to-air combat by using
Copy. The gun must be totally devastating to air targets. Oh yeah. Did you read about Captain Bob Swain, the guy who scored the first air-to-air kill with the Avenger back in 1991, described hitting the Iraqi helo with 300 rounds? Nope. What did he say? That it looked like if the helicopter was hit by a bomb. They tried to ID what he destroyed afterwards, but it was blown into such tiny pieces that it was impossible. Anyway, let's move on, Imagine shall we? that. Wow. Okay. We now get to the weapons menu, which you use to set the parameters of your 30 mic. This will typically be done by the ground crew before the mission, so we don't need to go through it now. Moving on, weapons release data lets you select whether you want the release data parameters to automatically scroll in your HUD, or if you want to have the option to scroll through them manually. Okay. Is that ever even used? Das I don't, but I know a couple of guys that do. It's purely personal preference. Gotcha. What does the display mode do? Now this one's very useful and we'll go through the option in a more detailed way. Please select this line and press enter. Ready? bin noch schon drin. Yep, ready. This menu is basically used to set up what is displayed on your HUD and how. So the first option lets you decide whether you want to see the release data on your HUD or not. Copy. Similar to what was in weapons mode? Exactly. The second line, called CCIP Gun Cross Colt, lets you decide whether you want the TDD to hide behind the CCIP Gun Cross in order to declutter the HUD. If you do, you have to select yes. Raj. Next two are pretty straightforward. You can choose to have tapes displayed on both sides of the HUD alongside the values for your speed and altitude. You can also switch between metric and imperial values for both. Okay, copy. Pretty handy when working with allies that mainly use metric. Indeed. Next you have the radar altitude tape, which allows you to display the altitude measured by radar in the form of a tape. Alright, got it. Now we get to another pretty useful option, which you probably speed. remember from yesterday. Ja. The choice of speed displayed. Do you want me to go over it once again, or do you prefer to move on? True airspeed, indicated airspeed, mark and airspeed. Wobei, ich finde Mark and airspeed eigentlich ganz gut. Ich stelle es mir einfach schon mal um und ask to move on. Ja, I'm okay. Let's move on. didn't forget it. Alright, the last option is the one marked for vertical velocity, which will allow you to display the vertical velocity scale on the left side of the HUD. And what about IFF? You won't ever need to touch it. Okay, please navigate to exit and press enter to return to the previous menu. Interessant. IFF alert, never need to touch it. Okay. Weil es nicht implementiert ist, wollte er wohl sagen. Okay, Main Menu. Okay, back at the main menu. Good. The next two options are used by the sweaty, so we're not going to go over those. Finally, the GCache training helps you set up a false ground plane to practice exactly that. Ground collision avoidance, but at a safe altitude. And that's all there is to it. Go ahead and switch the IFC button back into normal mode, please. Done. Alright, thanks. Ready to move on. Good. We've spent enough time on the ground already. Let's finish the startup procedure.
Once you're good to go, contact ground and get us taxi clearance. Copy. Stand by. Acknowledge receipt of... So, dann machen wir erstmal kurz ein linkes Triebwerk an. Habe ich das gescheckt? Ja. Dass sie das immer noch nicht gefixt haben mit dem Anti-Skid, dass die Tasten nicht richtig funktionieren. Das Schaltteil ist glaube ich, einer der einzigen Buttons, die nicht so funktionieren, wie die sonst die Logik ist. Linke Maustaste sollte eigentlich nach unten schalten, rechte nach oben. Macht's hier nicht. Ist genau umgedreht. Das gleiche mit den SRS-Tasten. Immer das gleiche hier. Haben sie immer noch nicht gefixt. Schade eigentlich. So, dann warten wir mal eben, bis linkes Triebwerk auch hochgefahren ist. Gucken wir mal kurz. Okay. Das ist soweit alles in Ordnung. Wir machen mal schon mal P2 Heat an. Formation jetzt brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch gerade nicht. Ist mal ganz nett, wenn eigentlich ein bisschen Licht an ist. Gibt einfach ein schöneres Feeling hier an den anderen Stellen hier zum Beispiel. Auch so schön reflektiert. So, das hatten wir eigentlich auch schon alles gesetzt. Jetzt mal gehen wir wieder zurück auf die CDU. Rechtes Triebwerk. In der Zwischenzeit können wir mal die Flaps kontrollieren. Das stimmt auch alles wunderbar. Gut, gut. Die Sachen lassen wir mal alle aus. Den machen wir an. Einfach nur aus Spaß, weil wir es können. Und Master Mode auf Norm. Dann einmal Back of Trim. Stand by on ground. Kurz mal prüfen. Ground sollte 2 sein. Ja, Channel 2 kann ich da vorne ablesen. Now Sehr on schön. ground, Tusk 1 is 2 A10s Thunder with Kilo, ready taxi. Tusk 1, taxi Charlie, Golf Alpha, hold short 03 right. Taxi Charlie, Golf Alpha, hold short 03 right, Tusk 1. Gucken wir mal. Charlie, Golf, Alpha, Hold Short. So, Seat machen wir auch an. Das sollte ja hier alles schon weit okay sein. APU, ersten Generator. Dann die APU selbst. So befriedigend, wenn man diesen physikalischen Knopf umlegt. Das ist schon geil.
Los für Steering. Und los geht's. One's taxi out. Two's rolling. In der Zwischenzeit können wir mal. Function, Position, Ground Speed. So, dann rollen wir mal in Ruhe zur Bahn, ne? Können ein klein bisschen Musik dabei anmachen. Ich noch irgendwelche coole Musik? Ja, Hells Bells. Warum nicht? Machen wir mal ein kleines bisschen leiser. Falls der Funk gleich durchkommt hier. Ist das überhaupt Hells Bells? Ich weiß es gar nicht. Ach, dass mir gerade einfällt, ich muss mal ganz kurz meine Kopfhörerbatterien wechseln. Ich bin sofort, glaube ich, dann. Was heißt, glaube ich? Ich bin sofort wieder da.
So, dann bin ich auch schon wieder zurück. Hat einen kleinen Moment gedauert hier. So, wir wollen weiterrollen. Ja, na, wo ist es denn? Immer dieses VR-Gedöns. So. Ich habe gerade gesehen, hey Nox, nee, ist nicht Hells Bells, das stimmt durchaus. Es ist irgendwas mit Trolls, Bells, irgendwas von Metallica. Könnt ihr jetzt nochmal nachgucken, aber ja. Warte, ich gucke kurz nach, das ist mal unter der VR durchgucken. For whom the bell tolls. Ach, nichts mit Trolls, sondern Tolls. Naja. Also für wen auch immer die Glocke bellt. So. Bisschen fix gerade unterwegs. Aber wir sind ja gleich quasi am Ziel. Ich hoffe, dass er gesagt hat right und nicht left. Ich hoffe, wir werden es gleich wissen. One, holding short 03 right. Push to tower frequency. So, dann einmal Push Power Frequency. Sieht man mal aus. Nellis Tower, Tusk 1 flight, holding short runway 03 right, ready for departure. Tusk 1 Nellis Tower, wind is 230 for 05, cleared for takeoff 03 right. Hört sich gut an. Clear for takeoff 03 right, Tusk 1. Einmal nochmal Take-Off Trim anmachen. Und dann rollen wir auf die Landebahn. Startbahn. Zoom. Centerline. Holding. Upsala. Holding Brakes. Mal eben noch die richtigen Lichter hier anmachen. Steady, bitte. So. Boah, der Rest sollte passen. Flaps half. Holding Brakes. 90. Und Brakes off. Und Mill. Und da ist er schon. Wheels up. Und Flaps up. 201. Tusk 1, contact departure. Tusk 1, contacting departure. Ach. Ich bin auf Approach, nicht auf Departure. Left turn for 248 over truck stop for Tusk 1. Ja, okay, also in der zweiten Mission ist er schon ein bisschen mehr pushy. In der ersten Mission und in der zweiten hat er als Trainer einem noch ein kleines bisschen mehr in die Hand genommen. Zum Beispiel Höhe und Geschwindigkeit angesagt. Jetzt tut er das nicht mehr.
und erwartet offensichtlich, dass wir das von uns aus wissen. Hey cool, danke Noxid für ein Follow. Vielen Dank auch fürs Erfolg wünschen. Wünsche noch viel Spaß. Vielleicht schaust du mal wieder später rein, ne? Danke dir. Fuß erreicht. Gucken gleich mal. Ein bisschen langsam sind wir. Ein bisschen austrimmen hier. Gucken wir mal kurz in den Flightplan rein, ob hier irgendwas drin stand. 6000, okay. 6000 Altitude. Gehen wir hin. In der Regel ja weiterhin die 180 Knoten. Left turn for 248 over truck stop for Tusk 1. Sauber die 6000 Fuß. Cleared for on navigation, Tusk 1. So. Hier genau 10.000 für Waypoint 2. Wo ist eigentlich Task 1? Ist Task 1? Nee. The departure route that we're flying is going to be pretty standard for the rest of our time here. It's also pretty easy to fly. Just follow the northernest town over to Highway 95, then turn northeast and follow it up into the NCCRs. Roger. This is pretty close to the Fighter 3 departure, correct? Affirm, that's exactly correct. Okay, Kermit, well done. Since we'll be doing some training on waypoints and air attributes, we might want to add some extra ones for that and set them up as a new flight plan. Alright, sounds good. Let's climb to Angel 10 and get clear of Vegas airspace. Then we'll find a nice spot to anchor and work on these waypoints. Roger that. Wollte Also, schon. please remember to keep between 250 and 270 knots indicated throughout the whole flight. We have a lot of things to cover and we wouldn't want to miss any waypoints as we're talking. Was war genau die Geschwindigkeit gerade? Hat er das nochmal angesagt? Ah, nee, schade eigentlich. Naja.
So. Biff ist noch dran. Da drüben haben wir Las Vegas. Ja, meine Sichtweite ist nicht überragend eingestellt, aber es ist nun mal einfach VR-bedingt. Besser wird's nicht. Reicht aber fürs normale VR-Fliegen. Ich glaube, für Sightseeing ist dann doch eher Flight Simulator angesagt. Was sind das da unten? So, 3 Meilen noch bis Waypoint 2. Together. Shame. Also falls ihr euch wundert, dass ich jetzt hier gerade mitwippe und ihr euch gerade den VOD anschaut, dann liegt das einfach daran, dass ich Musik höre. Und ich, wie gesagt, hier ein kleines bisschen gedanced habe in meiner kleinen A10. Alright, I feel comfortable enough to ask now. What's the story with your call sign? You first. Fair enough. So, Kermit is obviously a reference to the frog from the kids' show. Well, has this innate ability to attract rather hefty women for some inexplicable reason. It never fails. Every time I go out to the bar, some fat chick is Warning, bound to hit on autopilot. me. As you know, Kermit is constantly being chased after by Miss Piggy. So there you go. It was an easy kill. That's awesome. So, you were about to tell me about yours? Right, so BIF is an acronym for Big Inbred Farming Fucker. I grew up in rural Kansas on a farm. That plus chewing and being into hunting, fishing, and other redneck shit apparently means I'm inbred. Then there's the fact that apparently I look like Biff from Back to the Future. God, I see it now. What's that, the inbred part or looking like Biff? Yes. You'd better be careful. You need me to sign off on your training. I'd hate for you to get washed out and wind up on Preds or some shit. Ooh, that's not even funny. No, das sind nicht, wenn dein Job davon abhängt, wahrscheinlich. Schön. Nee, schöne Dialoge. Wirklich gut. Off to the west here, you'd be hard to miss Mount Charleston, or more accurately, Charleston Peak, at a shade under 12,000 feet. Where was it? It's going to be off to the west, your left side. That's, your Air Force left? Still not seeing it. Dude, look out of the canopy to the left. Look for all of the green. Ha ha. Sorry, I couldn't resist. You were saying? I was saying it's not too late to get you into an MQ-1. So the big conspicuous mountain off your left side is a really nice place to visit. There's a neat restaurant to grab some lunch at and some more fun roads to drive around on. Yeah, it looks really pretty, with the trees and everything. Yeah, most of those are bristlecone pines, and they can live to be over 5,000 years old. They're really something. Also, it's usually
Jetpad from the front gate, maybe an hour up and an hour back. I forgot to mention it, but there's also a lot of really nice hiking trails up there. Good deal. I love hiking. Okay. Auf Flightplan gestellt, dann kriegen wir zumindest ein bisschen mehr nach Marker hier. We're coming up to Creech here, and Creech is mostly used for RPAs like MQ-1 Predators and MQ-9 Reavers. They do pilot training for them up here, right? Yep, that's correct. Sometimes you can catch the Batwing operating up here, and the Thunderbirds practice just to the north. The Batwing? Cross traffic. Yeah, the Lockheed RQ-170 stealth drone flying wing thing. 5006. Ah, okay. Now I'm tracking. They also operate a lot of rotary ring out of here for the various flags and exercises. That makes sense, being a bit closer to the ranges and stuff. Exactly. Bei Alright, 6000 Kermit, Fuß. heading into the NCR for the first time today. We'll need to contact Blackjack and get clearance into and out of the airspace. I'll handle those calls since this is our first time heading up there. Go 377.8 and stand by. 377.8, copy. And one is up. Blackjack, Tusk 1. Blackjack, sending. Tusk 1 is going to be a two-ship of A10s near Creech at Angels 10, looking for entry for a local familiarization flight. Tusk, cleared entry at your discretion. All ranges should be cleared. Cleared for entry, Tusk 1. Wir fliegen fast parallel zu einer weiteren, was ist denn, wahrscheinlich auch eine A10. Ah, der ist gerade links abgedreht. Müsste im Prinzip doch genau unter uns sein. Links hinter uns. Ja, schön mal den Kopf raushalten. Ha! Klassik. Naja, egal. So. Familiarization Flight. Das heißt, er zeigt uns ein bisschen die Gegend. Und wir machen heute nichts oder was? Also. Kommt noch ein bisschen was von Debrief, oder? Schön hoch. Also wir fliegen jetzt noch 21 Meilen. So, we have a nice long flight plan for today, which we are going to follow meticulously, because we're going to be close to some restricted areas. I'll point out some of the highlights around the NCR, but we also need to do some training. And
And for that, I want you to create another flight plan that we will use only for training. Okay. Okay, sounds interesting. Alright, first use your autopilot and put your plane in a right-hand orbit. When ready, please press the waypoint button on the CDU or on the UFC. Also, make sure that you have the CDU repeater up on one of your MFCDs. Right-hand orbit. Gucken, dass er sich halbwegs stabilisiert. Macht er, wunderbar. CDU ist an. Was hat er noch gesagt? Waypoint Set anmachen, natürlich. Waypoint. Jo. Yeah, done. Before we get too far, it's worth noting that if you see a CDU input error message or fat finger a key as you type in, just hit clear or backspace and press on. Thanks for the heads up. I'm sure I'll be pretty familiar with those keys. Yep. We have a series of waypoints already in the CDU that constitute our current flight plan. So let's add some more that we will use to build a new flight plan and work on other waypoint attributes. Sure. Alright, so before you set out on the extremely interesting journey through the CDU and waypoint creation, I will explain all the basics to you. After that, I want you to use the information from your keyboard to fill in the rest of the flight plan. Okay. There are several ways of creating new waypoints, but for now, we will cover the two most common ones, MTRS and lat long. So first, please confirm that you're looking at the waypoint page on the CDU, and that the AAP steer dial is set to Other. Alternatively, you can set the AAP page to Waypoint, and then select the waypoint branch from the waypoint menu page. A-firm. Waypoint page is set. Now, the first thing we need to do is create a new waypoint. Locate the question mark 11 entry on the 7th line on the right-hand side, and press the corresponding line select. Yep, done. Good, you've created your first waypoint. Woohoo! Now that that's created, we need to fill in the important stuff by filling in its properties. Let's start with the name, then we'll give it its coordinates. Okay. Since we'll use this for training, let's call it Train 1. Go ahead and type that in and press OSB 7 next to MSN 011 text on the top right-hand side of the screen. So, normalerweise würde man das hier unten auch über das Keypad eingeben. Ich habe mir auch sämtliche Tasten, weil ich weiß, dass ich das öfter benutze bei der A10, tatsächlich auf mein gesamtes Keyboard gelegt. Das heißt, alle meine Tasten von A bis Z sind gemappt für das Keyboard, was ich hier rechts sehe. Dementsprechend kann ich das relativ schnell eintippen. Ist eine Übungssache mit VR, aber auch das geht nach einer Weile. Normalerweise soll man ja auch 10-Finger-Tastatur machen können, ohne hinzugucken. Waypoint 1 now has its name. Good, now all you need to do is tell the CDU where it's located. Check your keyboard and find the lat long coordinates for waypoint train 1. Lat long sind die beiden, der untere Teil, also 10.000 Fuß, und Lat long ist Nord 374200. Yeah, got it. Yep. 374200 north, 1161104 west. Check if line 9 on the CDU shows L/L as chosen coordinate system. If not, press the OSB
or line select key next to it to select the lat long mode. Der meint, diesen hier haben wir eingestellt auf Let Long. Done. Alright, we're good to go. Type in the latitude coordinates, north, followed by 374200 on your keyboard, no spaces, and then hit the OSB17 or line select 3 left key. You'll see those numbers are now introduced into the system. Ups, Error. So, auch das habe ich mir entsprechend belegt. So. Also, erstmal 37, 42, 0. Nord. Latitude is set. Und Longitude. Now do the same for longitude. One important thing is that you will have to use 8 characters as opposed to the 7 given for latitude. So input whiskey 116 1104 and let me know once that's in. Moment, hat er gerade gesagt, dass ich das auch... Whiskey 1161104. Ach, sehr witzig. Aber ich kann auch einfach den ersten Buchstaben weglassen, ist doch gut. Coordinates are in. Great. Next we'll set up the waypoint altitude for 10,000. Elevation ist da. 10.000. Boom. Elevation set. Okay, so now that you have the first waypoint, let's create another one together. But you'll be alone from this point onward. Okay, it doesn't seem too complicated. Good. Go ahead and press OSB9 again to add another waypoint. Disregard. I forgot to tell you about this option called Copy to Available Mission Point. It creates a new waypoint using the same coordinates and elevation as the one you have currently selected. Let's play with that function, so please do that now. Mhm. LSK. LTR. What? This option is called a copy to available mission point. LSK, and it creates a new waypoint using the same coordination, the one you've currently selected. Drücke ich das hier oben? Nee, ich weiß keine Ahnung, wie ich das mache. Mal kurz ins Keyboard gucken, vielleicht steht es nämlich irgendwo drin. Im besten Fall steht es tatsächlich irgendwo. Gucken, ob es in meinen Keyboards irgendwas drin steht. Kann durchaus sein, dass ich die irgendwann mal gelöscht habe. Ne, es sind nur die Pre-Starts und alles mögliche drin. Es ist nicht drin, wie ich sowas anlege. Schade.
guck hier nochmal kurz, ob ich hier irgendwo finde mit LSK. Nicht nett. Okay, new waypoint created. For this waypoint, you will use AMD RX coordinates, but first let's change its name from the default MSN 012 to Train 2. Let me know when you've done that. Train 2. Okay, train 2 is set. Now change the system from lat long to UTM by pressing OSB 10 or right line select keyboard. Done. Okay, you'll notice one additional line appearing on the left side of your CDU screen. In order to use the MGRS coordinates, you first need to make sure that you have introduced a correct UTM grid, which consists of 2 numbers and a letter. So for Nevada, this would be 11 Sierra. Type it in your keypad and press OSB 17 or left line select E3. Okay, done. Good. Now for the coordinates. It always consists of 2 letters in between 4 and 10 digits. The more digits you introduce, the more precise the waypoint designation will be. Go ahead and type in both letters and 10 digits for train 2 as listed in the kneeboard. November Bravo 7756 3184. Okay, done. Sweet. Now check for correct elevation. Should still be 10,000 feet. And once you've done that, go ahead and add all the remaining waypoints using either UTM or the lat long system, whichever you prefer. Give me a shot when you're ready and we'll build a flight plan out of them. Copy, we'll go. Train 3. Auch November Bravo 8 9 1 6 7 3 4 5 7. Die Enter drücken, also den hier drücken. Stimmt überein. Und dann Nummer 4 ist okay. Train 4 ist wahrscheinlich auch November Bravo, genau. 98410 73116 Bingo. Die waren alle 10.000 Fuß. Jo. Fuß. 4, 13, auch 10.000 Fuß.
12 hatte ich eingegeben, 11 hatte ich auch eingegeben. Sollte das soweit passen. All the waypoints are now in the CDU, ready to move on. Alright, let's exit the orbit and set waypoint 3 as our steer point. So, dann gehen wir wieder zurück auf den Kurs. Richtung 305. Müsste das sein? Done. Genau. Noch den passenden Autopiloten hier anmachen. Driftet ein bisschen. Und sagen wir nicht kurz, können wir ein bisschen Musik wieder machen. So, die sind aber nämlich nicht im Flightplan jetzt drin. Die sind alle zwar erstellt und im Speicher, aber eben nicht im Flightplan. Jetzt ist mal die Frage, wie kriegen wir das in den Flightplan? Ich hoffe mal, das wird er mir noch sagen. Wir sehen ihn nämlich jetzt auch gerade. Wir sehen die auch jetzt gerade nicht im Flightplan. Klicken wir das Ganze mal auf Mission stellen. Genau, dann sehen wir da die Box, die wir gerade kreiert haben. Aber das ist die Stelle, wo wir dann nicht rüberfliegen sollen. Das ist doch schon mal ganz gut zu wissen. So. Welche? Tuka Air Force Base oder was ist? Das ist wahrscheinlich ein Test Range, ne? Ich habe die Karte tatsächlich schon so lange und ich kenne mich so wenig aus hier. Auf Georgien kenne ich das in etwa, aber hier bin ich auch echt ziemlich schlecht. Nicht Tuka, Tsuka. Okay. Das dürfte aber ein Trainingsflugplatz sein. Leichte Korrektur nach rechts machen. Before we get to working on that flight plan, off to the right you can see the Nevada test site, now known as the Nevada National Security Site and its many craters. This is where we used to test our nuclear weapons. Oh. Yeah. Ja, stimmt. Wow, it looks like the moon. All of those from nukes? Yep, from 1951 until 1992 they detonated almost 930 weapons there. Wow. 100 were above ground atmosphere tests, and the remainder were underground tests. They tested all kinds of stuff there and looked at using weapons for
civilian purposes like mining and earth moving. There's so many craters. Pretty surreal. Yeah, I know. Sogar dort hinten fahren sie. So, just over the mountains there, to the east, is, Groom. Aren't they downwind from the site? That's not a problem. From what I've read out of an awful book, and according to some of the guys I know who used to work there were occasions where sometimes fallout would get a little dicey, so they'd restrict operations and whatnot. But then there's the whole St. George and Conquer conspiracy. Okay. Bring me up to speed on that. St. George, Utah is like 140 miles downrange from the NTS, and they have an elevated instance of certain types of cancers attributable to nuclear testing. Things like leukemia, lymphoma, and thyroid cancers, just to name a few. Well, they shot this movie called The Conqueror, starring John Wayne, near there in the early 50s. The story goes that they were doing some test shots here at the NTS during the filming, and a bunch of people that were there on set died from cancer in the years after. Damn. Wow. Okay. Yeah, not our proudest moment. Krass, sogar hier sind's Krater. Right, back to work. Now we're ready to build a flight plan using the waypoints which we have introduced earlier. Get our current steer point on the nose and set the autopilot to altitude heading hold mode. Okay, done. So is this the default mode of operations during most of the missions? I mean, keeping it in flight plan mode? Yes, especially during the ingress-egress, or until we need to exploit something one of the other modes gives us. Flight plan shows us the entire route with waypoints connected by a green line, which helps you make sure that you're not wandering off someplace you're not supposed to be, like into a sandwich or across the border. Raj, okay. I'm ready to continue. Right on. So first a few words of introduction. To enter the flight plan mode, make sure that your A10C select switch is set to other, and a steer page is on the flight plan. Remember that you can have up to 20 flight plans, each consisting of up to 40 waypoints. Mhm. Ready. Next, go ahead and enter the flight plan page by either pressing the FTM button on the CU or function, then 5 on the UFC. Let me know when you've done that. Ah, okay, stimmt. Das ist das Umschalten. Flightplan, Mark und Mission. Und das ist entsprechend die Flightplan Page. Done. Okay, you'll see that there is already one flight plan stored in the CPU. It was prepared during the mission planning phase and was uploaded from the DCS, together with the loadout information and other information when you hit load all. However, it is important that you know how to create one for yourself independent of the DCS. Alright, that makes sense. The page should now be showing us 01 Auto MSN in the top and 02 New FP in the bottom line. First, we need to enter the name of the new flight plan in the scratch pad. Let's call it Train. Once you have typed that, please press the lowest left line select key or OSB 16 in order to create a new flight plan. Let me know when you've done that. OSB 16? Ist der hier, ne? Bingo. Bingo Bongo. Okay, train flight plan created. Good. You should now be back at the main flight plan page, and your new plan is listed next to number 02. If you press the second left line select or OSB 18, you will set Train as your active flight plan. By pressing it again, you can cycle between manual or automatic cycling of our waypoints as we pass them. All we need to do now is to add the waypoints
Mm-hmm. How do we do that? Okay, how do I do that? Press the flight plan build line select key next to the flight plan you want to modify. So in this case, flight plan 2. To add a waypoint to the open flight plan, enter the number or the name of the waypoint you wish to add using either the CPU or USB keypad. Type train 1 for the name, and let me know when you're ready to press on. Done. CDU has even suggested train 1 as a waypoint. Cool. Now press the second line select key on the left or OSB 18 next to 01. Okay. Ah, ich war nicht im... Mhm. Done. Perfect. Go ahead and add the remaining 3 waypoints to the flight plan in the order listed in the knee board. Give me a heads up when you're finished. 1, 2, 3, 4, also einfach in der Reihenfolge. Gut. 12, 13. Okay, okay. Previous. Okay, ich würde ja eigentlich jetzt die 14 nehmen wollen. Können wir machen. Können also immer nur 3 dargestellt werden. The flight plan is now set. Good. Take a look at your TAD, and you should see that your flight plan has formed a rectangle over Coyote Delta. However, it is still open on the eastern side. To close it, please add train 1 as your 5th waypoint to the flight plan, and let me know once that's done. Done. Okay, the rectangle's closed. Why would I want to create such a plan? Like a patrol pattern? This one is useful if you're assigned to a kill zone and you want to be sure that you stay within it. And we'll use this one to learn more about waypoint attribute in the later part of the story. For now, switch back to the main flight plan and continue towards the Tonopah. We're coming up on the Tonopah Test Range airfield. You should see it off the nose now. I know it's interesting, but don't forget to turn towards waypoint 5, okay? Yep. Rod Got and it. visual. This place has some pretty interesting history, yeah? For sure. Most recently, it's where most of the F-117s were brought when they were retired, and there's rumors of other things happening around these parts if you smell what I'm stepping in. Yeah, copy. Back in the mid-70s, they also moved the 4477 Tactical Evaluation Squadron, or Red Eagles, and their MiGs up here. I think the Tonopah will always be best known for the F-117 program, though. I agree. So, back to the Red Eagles. What types of aircraft were they supposed to have flown out of here? Pretty much all of the Russian-designed fighters built up into the 80s. So we've got MiG-17s, 19s, 21s, 23s, 25s, and 29s. A SU-22 supposedly was there also, and some Chinese variants of Russian aircraft like the J-6, and even an F-7. Wow, that's quite a collection. Yes, indeed. If you get the chance, pop by the threat training facility or petting zoo over by the Red Flag building while you're here. You can't miss it, as there's an SA-8 parked out front. In any event,
and outside they have all kinds of armor and a few choppers. Pretty cool little spot if you have some time to wait. Sounds like it. I'll have to head over there and check it out one of these days. Kermit, stand by. I might have a situation here. Okay. Roger. Something serious? Yeah, my HSI just went Tango uniform on me. Let's orbit here for a moment. Standing by. Right-Hand Orbit. Oh, nicht. Wird man nicht in ihn reindrehen. Okay, my HSI is definitely bent. I won't be able to guide us through the rest of the mission. Give me a few minutes, I'll contact Dallas and get our squadron maintenance guys on the line. Roger. Okay, er kann. Sein HSI funktioniert also nicht mehr. Horizontal Situation Display Instrument. Das heißt, das Ding ist ihm ausgefallen scheinbar. Wir können gleich mal schon mal auf Approach umschalten. Weil... Ah, nee, Moment, wir sind ja noch in Blackjack unterwegs. Ja, dann lassen wir es mal hübsch auf Blackjack, bis wir auschecken. Dann jetzt ein bisschen Speed mal rausnehmen. This is 2. Seems it's our lucky day. We've got a small detachment of our own guys preparing tow to farm for the upcoming red flag. Could land there and get this thing fixed in no time. They say it shouldn't take them no more than 45 minutes to swap it out and oxygen. Okay. Good news indeed. Yep, then we'll be able to continue with our mission and stay on schedule. I'll just have to make a few calls to the range guys when we're on the ground. Copy all. Okay, switch to 257.9er for Silver Bow Tower, and let me know when you're there. .9er. 257.9er. Alles gut. Ja. 1 is on 257.9er. Silver Bow, this is Tusk 1 flight 2A10C, 10 miles to the southeast, inbound for landing. Be advised, Tusk 1-2 has an HSI problem. Tusk 1, Silver Bow, radar contact. Tusk 1-2, contact tower with 5 miles out. Tusk 1-1, orbit at your current posit for spacing at 10,000. Roger, Wilco, Tusk 1-2. Alternate. Hä? Ah, divert. Schauen ob er... Yep. Anchor at current position and wait for Silver Bowl to clear you to land over makes us approach. Anchoring at current position, Tusk 1-1. Okay, Kermit, I'll see you on the ground. Sounds like Roger. a plan.
rauskam mit eigentlich im Moment. Ah, da ist er. Sollte genug Spacing sein. Und ich muss mal bei Gelegenheit mal meine VR ein kleines bisschen anpassen. Okay. Also er will es jetzt von der Höhe wissen, oder was? Was hat denn der gerade für eine Höhe? 6000. Das sah irgendwie sehr, sehr viel niedriger aus gerade. Eigentlich müsste er da unten irgendwo fliegen. Ich sehe ihn aber tatsächlich nicht. Da ist er. Ellie. Nee, dann sah das wirklich nur so. Ich drehe geradeaus. Ich habe einen Moment hooked. Also viel heißt wie, ich habe irgendwie immer seine Höhe drin. Silverbow Tusk 125 miles out for runway 32 full stop. Tusk 12, Silverbow. Clear to land, runway 32. The winds are 030 at 10. Clear to land, runway 32, Tusk 12. Tusk 11, Silverbow. Contact tower with 5 miles out. Tusk 11, Wilco. Ich drehe mir noch die eine Runde. Und wenn ich rum bin, dürfte genug Spacing vorhanden sein. So dass wir ganz easy peasy landen können. Callout bei 5 Meilen. Ah, Störsender? Das ist kein Störsender. Das ist ein so ein Trainingssender, den ich da an der linken Flügelspitze habe. Der repräsentiert quasi die Infrarotraketen im Training. Deshalb siehst du dort auch diesen blauen Strich dran. Genauso wie die Maverick hier auch nur eine Fake Maverick ist, siehst du auch daran, dass es auch nur eine Trainings Maverick mit einem blauen Streifen ist.
ist, glaube ich, müsste unter Pots irgendwo stehen. So, jetzt machen wir mal Autopiloten aus und gehen mal Richtung Tonappa. Ich vermute mal, dass wir die gleiche Landebahn nehmen werden wie Biff. Bisschen zügig gerade unterwegs. Ich habe nämlich nicht hingehört, was für eine Landebahn unsere ist jetzt gerade. Uns einfach mal ein hinter Biff. Ich schätze mal, das dürfte jetzt ein klassischer Upwind sein, gerade auf dem wir hier sind. Genau, das ist eine Trainingsmission. Das ist aktuell die Iron Flag Kampagne. Das ist jetzt die 3. Mission. Das ist wirklich, also so gut wie keine Waffen abfeuern. Ich glaube, in ein paar der späteren Missionen gibt es dann tatsächlich mal noch ein Waffentraining, aber ansonsten geht es erstmal darum, sich komplett irgendwie mit der A10 zu beschäftigen. So, 5 Meilen entfernt vom Tonappa, das passt. Silverbow, Tuscan 1, 5 miles out for runway 32, full stop. 32. Ach nö, dann bleiben wir doch bei dieser. Tuscan 1, Silverbow, clear to land, runway 32. The winds are 030 at 10. Okay, interessant. Clear to land, runway 32, Tuscan 1. Auch nicht schlecht. Dann hätten wir eigentlich gleich landen können. Naja, geil. Genau, wo war ich? Trainingsmission Iron Flag von Baltic Dragon. Sehr nice, tatsächlich. Ich liebe tatsächlich auch die... Ach, es ist auch gar nicht meiner, sondern es ist ein Helikopter. Ne, dann war das ein klassischer Fehler von meiner Seite gerade. Ach je. Ich habe die Enemy Within geflogen. Ja, ich bin Angst, ich weiß. Die ist wirklich super. Man lernt halt einfach echt toll die A10 fliegen, Waffen einsetzen. Ich habe auch noch andere Trainingsmissionen, andere Trainingskampagnen. Aber Baltic Dragon ist einfach unübertroffen, was diese ganzen Overvoices halt angeht, die ganzen Radios. Er arbeitet zum Teil mit ehemaligen echten Piloten. Jetzt bei der Kampagne hatte ich irgendwie gesehen, dass Raku wohl auch geholfen hatte bei so ein paar Sachen. Das stand zumindest in einem der ersten Briefings mit drin. Was ich ganz cool fand. Ich meine, der fliegt ja auch hauptsächlich die A10 mit seinem Geschwader. Jo. Ich kann es nur empfehlen. Vor allem, wenn man die Nevada-Map hat. Jetzt gerade das Überfliegen über die verschiedenen Bereiche hier vorhin, die Atombomben-Testregion, das ist schon ziemlich beeindruckend. Auch einfach nur so in einer komischen virtuellen Realität. So, hier machen wir mal Fahrwerk raus. Dann war das nämlich doch nicht der Upwind, dann ist es der Downwind, dann ist es der Upwind jetzt. Keine Ahnung, hört man das eigentlich? Ich habe so einen Jet Seat unter mir, der jetzt ordentlich gerade rödelt durch die ausgeklappten Bremsklappen und das Fahrwerk.
Also bei mir brummt es tatsächlich jetzt um einiges mehr gerade nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt irgendwie hört. Gibt halt nochmal so ein extra Feeling, was das Fliegen halt am VR angeht. Altitude, altitude. Ja, ja, Betty, alles gut. Und Flaren. Oh, bräuchte ich noch nicht mehr Flaren. War das schon Touchdown? Tusk 1-1, contact ground at 127.25. Ground at 127.25, Tusk 1-1. Wie soll man sich eigentlich jetzt darauf noch konzentrieren, welche Funkfrequenz das gerade war? Eieiei. Es ist nämlich keine von denen hier gewesen. Können wir gerade kurz auf der A10 auf der F10-Karte gucken. Zufällig die. Nee, steht auch natürlich nicht die Ground. Ja. Noxet, du hast auch nicht gerade mitgeschnitten, was der für eine Frequenz für den Ground angesagt hat, oder? Ah, 12725. 127. Was? 225? 25. Ground, Tusk 1-1 is with you at Echo. Es ist. Funk ist schon. Tusk 1-1, taxi Foxtrot, Bravo to Bravo ramp, enter revetment Golf 02. Funk ist echt eine Sache für sich. Foxtrot Bravo Bravo Taxi als Foxtrot, Taxi. Bravo to Bravo ramp, Golf 02, Tusk 1-1. Foxtrot Bravo Bravo Golf. Kriegen wir hin. Once you stop, go ahead and shut down. It may take a while. Yeah, copy. See ya. Sehr schön, man kann wirklich einfach abschalten. Ich stelle mich trotzdem noch Richtung zu Biff hin. So, das dürfte Bravo Bravo sein. Ne, das ist Delta. Ach so.
noch kurz auf die Karte gucken. Ist das Tonopper gewesen? North Vegas? Nee. Dufflison, Room Lake. Okay. Ist gerade übersehen. Das Zimmerbar? Das ist Nellis. Tonopper hat nur einen. Das ist es genau eben. So, da hinten ist die Bravo-Rampe. Foxtrot Golf. Bravo. Also eigentlich müssen wir vor dem Tower einmal links und dann müsste Bravo-Rampe direkt rechts davon sein. Ja, genau, sie hat ja gesagt. Hat ja Golf gesagt, genau. Wenn ich mich jetzt nicht verfahren habe, müsste Biff irgendwo hier stehen. Da mein Hook auch hier gerade direkt nach vorne zeigt. Gehe ich mal davon aus, dass Biff hier in dem ersten oder zweiten Hangar irgendwo drin steht. Aber wobei, das werden die für die großen Bomber sein. Ich wollte gerade sagen, hier steht er doch, oder? Na genau. So, machen wir hier mal schön den Laster-Einparker hier. Einmal große Wände machen. Das bisschen abbremsen und gucken, dass wir möglichst reinkommen, ohne uns die Flügel abzureißen. Dann können wir die Maschine erstmal ausmachen. Schub raus, Klappen zu, Flaps hoch. Ich auch schon längst machen können. Und bremsen. Dann machen wir erstmal auch den Sitz hoch. So, dann kann zumindest nichts passieren mehr. Bingo. So. Das war die dritte Mission der Kampagne. Wieder ein bisschen was gelernt, zumindest schöne Gegenden gesehen. Hab mich auch schon gewundert, dass er am Anfang meinte, von wegen, ja,
2,5 Stunden lang Flug heute. Das wäre auch schon ein bisschen krass gewesen. Wobei, ich glaube, dann sind wir jetzt unterwegs. Mal kurz aufs Keyboard gucken. Aber so zeigt es mir das ja auch an. Ah, nein, zeigt es mir heute nicht an, weil ich Voice Attack gar nicht angemacht habe. Was soll das anzeigen? Aber es wird schon ein bisschen sein, ein bisschen mehr als zumindest 1,5 Stunden, schätze ich mal. Ich sag Tschüss für heute, das war's. Ich fliege vielleicht jetzt noch mal eine kleine Runde einfach solo irgendwo. Vielen Dank, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, Glocke an oder wie man so schön sagt. Keine Ahnung, ich bin kein Streamer, ich mache das hier nur so aus Spaß. Nein, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da. Könnt mir gerne folgen. Ich denke mal, die nächsten Tage wird es wieder weitergehen mit Mission 4 und so weiter. Tschüss und viel Spaß noch.